Einen schönen guten Abend wünsche ich. Herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder miteinander das Gedächtnis mal unseres Herrn feiern können und uns aus dieser Feier Kraft holen für unser Leben. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das müssen am Anfang aufregende Zeiten gewesen sein. Wir hörten die letzten Tage davon immer wieder aus der Apostelgeschichte. Heute wieder so eine Stelle. Die jüngere Gemeinde stand damals ganz erheblich unter Druck. Die Hohenpriester und die Ältesten, die übten massiv Druck auf sie aus. Aber die Jüngergemeinde, die ließ sich nicht einschüchtern. Sie stand zusammen und holte sich Kraft im gemeinsamen Gebet. Auch wir dürfen uns Kraft holen im Gebet, in dieser Krise, in der wir gerade stecken. Deshalb feiern wir jetzt auch miteinander Gottesdienst. Wir haben heute zwei Intentionen. Der Geburtstag feiert heute der Neffe von Pater Otto. Den wollen wir mit hineinnehmen in diese Feier. Und dann ist gestern verstorben der Schwager von unserer Frau Silvestri, Herbert Gleis. Und singen wir zum Kyrie 163,5. 163,5. Herr Jesus, auferstanden von den Toten, dein Kreuz ist unsere Hoffnung. Du rufst alle Menschen zum Leben. Du begleitest uns auf unseren Wegen. Du bist erhöht zur Rechten des Vaters. Du sendest den Geist der Wahrheit. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindesstatt angenommen. Gib, dass wir mehr und mehr aus dem Geist der Kindschaft leben. Mache uns stark in der Gemeinschaft mit dir und untereinander und erfülle uns mit deinem Geist, der du lebst in Ewigkeit. Amen. Amen. Zitieren und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört.
Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, verbündet haben sich in der Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zwischen Gesang 333. Singen wir vor und dann die Wiederholung alle zusammen. Christus ist erstanden, Halleluja, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Amen, Amen, ich sage dir. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ich müsste von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, und ihn in Einmütigkeit und Vertrauen um seinen Geist bitten. Gib allen, die an dich glauben, die Kraft, nach deinem Wort zu leben und es so der Welt zu vermitteln. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass die Menschen, die in Politik und Gesellschaft Macht und Einfluss haben, die Zeichen der Zeit erkennen, danach handeln und die richtigen Entscheidungen treffen, besonders jetzt in der Krise. Wir bitten dich, erhöre uns. Höre auf das Rufen der Menschen, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen. Wir bitten dich, Erhöre uns. schenke unseren Verstorbenen, besonders dem verstorbenen Herrn Herbert Gleis, das Leben bei dir und tröste alle, die um sie trauern. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört. Du bist der Gott unseres Vertrauens, heute und in Ewigkeit. Amen. Zur Grabbereitung, solange es Menschen gibt auf Erden, 425. 425. Solange es Menschen gibt auf Erden, solange die Erde beginnt, solange bist du in seinem Namen. Wir danken dir für das Leben. Solange die Menschen Gottes sprechen, solange dein Wort zu Frieden ruft, solange hast du uns nicht verlassen. Jedes Namen danken wir. Du lässt die Vögel fliegen wollen, du schützt die Blumen auf dem Feld, du machst dein Ende meinen Sorgen, als alle Tage schon. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir dir in österlicher Freude darbringen. Du hast uns Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte uns die Freude, bis wir unser Leben einmal ganz vollenden, in dir, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sanctus 132. 132. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird uns das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und stimmen mit ein in das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
deinen Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. O gelobt sei der Gott im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deiner gedacht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Und so bitten auch wir dich, guter Gott, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Stärke uns in ihm und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu dir eine Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Metern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und der deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone, alle Ordensleute und alle, die zum Dienst in der Kirche bestimmt sind und das ganze Volk deiner Erlösung. Höre, gütiger Vater, die Gebete der hier und per YouTube auf Live versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Tochter, die noch fern sind von dir. Vater,
wir empfehlen dir unsere verstorbenen Schwestern und Brüder, besonders den Verstorbenen, alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in deine Herrlichkeit auf. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Der gute Vater im Himmel, der verbindet uns. Vor ihm sind wir Gottes auserwähltes Volk. Und so wollen wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib uns Frieden. Komm uns zur Hilfe und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, deine Apostel hast du mit dem Friedensgruß begrüßt. Frieden wirst auch uns schenken. Und du schenkst uns ihn, wenn wir deine Botschaft, deine frohe Botschaft leben, uns gegenseitig Würde und Ansehen geben. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, Du nimmst die Welt die Sünde der Welt, erbarme unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt die Sünde der Welt, erbarme unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, den auferstandenen Herrn. Er ist unter uns in Brot und Wein. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, spricht der Herr.
Wir singen 329, die 4. und 5. Strophe. 329. Wir schauen auf, o Jesus Christ, und in der unser Gott ist. Wir sind ihm wieder erbarmt. Erlöst ist der an Christus glaubt. Nun singt der das neue Lied, in aller Welt ist Freude und Fried. Es freut sich, was sich freuen kann, denn Wunder hat der Heilige. Lasst uns nochmals beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns immer wieder voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir einmal mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dankeschön für die Mitfeier. Ich wünsche, dass wir das, was wir hier feiern, auch im Alltag seine Kraft zeigt, dass wir spüren, wir sind erlöst, wir sind hineingenommen in die Auferstehung unseres Herrn. Wir beide wünschen einen schönen Abend noch. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in Gottes Frieden. Dank sei Gott.